Die Ernährung wird bei psychischen Problemen total unterschätzt. Sofort heißt es Tabletten und/oder Therapie. Welche Ernährung mir extrem geholfen hat, wieder psychisch gesund zu werden und was du auf gar keinen Fall konsumieren solltest, dazu jetzt mehr. Weißt du, was das perfide an psychischen Störungen ist? Dass sie eigentlich so gut wie immer ein Teufelskreis sind. Es ist immer ein Teufelskreis. Erst ist es der Körper, dann ist es wiederum die Psyche oder es ist die Psyche und dann ist es der Körper. Dann nimmt man Medikamente, dann wegen den Medikamenten kriegt man die Nebenwirkungen von das. Oder man nimmt keine Medikamente, man kommt nicht in die Gänge, man ernährt sich ungesund. Der Teufelskreis der Grübelei geht wieder los. Und viele Betroffene fragen sich dann irgendwann mal, wo soll ich denn jetzt überhaupt ansetzen? Soll ich als erstes mit der Ernährung anfangen? Soll ich erst an meinem Mindset arbeiten? Soll ich vielleicht doch Medikamente nehmen? Die Menschen sind leider so oft einfach damit überfordert, weil sie gar nicht wissen, was soll ich als erstes machen. Sie haben doch eigentlich nur einen Wunsch und diesen Wunsch hatte ich auch immer, einfach gesund zu werden. Ich habe damals so viel an meinem Mindset gearbeitet und ich habe immer gemerkt, dass es zwar immer einen Schritt vorangeht, aber öfters hatte ich auch wieder das Gefühl, jetzt geht's wieder 2 Schritte zurück. Dann habe ich wieder härter daran gearbeitet mental, habe wieder gemerkt, es geht wieder 2 Schritte zurück. Irgendwann mal habe ich mich gefragt, woran kann das überhaupt liegen? Liegt es vielleicht doch an der Ernährung? Ich bin ganz ehrlich zu dir. Ich habe mich damals furchtbar ernährt. Ich möchte dir als allererstes in diesem Video sagen, was du auf gar keinen Fall essen solltest, wenn du unter psychischen Problemen leidest. Aber hey, solltest du keine psychischen Probleme haben, solltest du diese Lebensmittel, wenn es möglich ist, auch vermeiden. Eins mal vorweg, ich stelle mich hier nicht hin und sage, wenn du deine Ernährung genau so änderst, dann ist das der Gamechanger, dass du wieder gesund wirst. Aber hey, seht es doch als Ganzes. Es ist ein komplettes Paket. Alles hängt miteinander zusammen und hat verschiedene Faktoren. Du kannst natürlich hin und wieder sündigen. Wir sind auch nur Menschen und wir wollen auch einfach mal sündigen. Aber schauen wir uns doch mal an, was ich damals gegessen habe und was ich dann herausgefunden habe, was das für eine schlechte Auswirkung auf meine psychische, aber auch auf die körperliche Gesundheit hat. Fangen wir an mit Platz Nummer 1, Fastfood. Ich habe damals relativ viel Fastfood gegessen. Ich will nicht sagen in Bergen, aber Fastfood ist so schädlich und ich will es dir auch begründen, warum es so schädlich ist. Im Fastfood, gleich welches, egal bei welchen Namen großen Konzerne das ist immer sehr, sehr, sehr viel Transfett mit dabei. Transfette sind nachweislich dafür bekannt, dass sie Entzündungen im Darm auslösen. Das heißt also, eigentlich ist es ein Irrtum. Wir sagen dann immer, wir wollen uns belohnen. Ich gehe mir jetzt erstmal so einen richtigen dicken Burger reinhauen mit Pommes. Das macht gleich mal gute Laune. Aber hey, so ist es eigentlich gar nicht. Denn diese Entzündungen, die da dauerhaft im Darm entstehen, haben Folgendes zur Konsequenz. Wir bilden im Darm sehr, sehr, sehr viel Serotonin und von da gelangt es dann später auch ins Gehirn. Und das ist dafür verantwortlich, dass wir uns mehr ausgeglichen fühlen. Läuft also dort unten im Darm nicht alles rund wegen Entzündungen, haben wir selbstverständlich daraus resultierend auch eine schlechtere Stimmung. Kommen wir zum Nahrungsmittel Nummer 2, der Zucker, vor allem der Industriezucker. Es haben Studien belegt, dass Menschen, die mehr als 40 Gramm Zucker pro Tag zu sich nehmen, ein höheres Risiko haben, psychische Probleme zu entwickeln, wie zum Beispiel Depressionen oder Angststörungen. Warum? Der Zucker greift sehr stark in unseren Dopaminhaushalt ein. Das kann zu Veränderungen führen und natürlich darüber hinaus werden wir süchtig von dem Zucker. Das heißt, wir wollen immer mehr von diesem Dopamin. Kriegen wir es mal nicht, verändert sich unsere Laune dramatisch. Und jetzt denkst du dir bestimmt, ja, ich esse doch sowieso keine 40 Gramm Zucker, da komme ich gar nicht hin, da täuschst du dich wahrscheinlich sehr gewaltig. Weißt du nämlich warum? Du hast ja gar keine Ahnung, wo die heute überall Zucker mit reintun. Es ist wichtig, dass du hinten immer drauf schaust, wie viel Zucker ist da jetzt eigentlich drauf. Das steht immer hinten drauf und da gibt es auch oft solche versteckte Begriffe, wie zum Beispiel Maltodextrin etc. Das sind auch alles Formen von Zucker, die du jeden Tag zu dir nimmst, damit du immer wieder zu diesem Produkt greifst und süchtig davon wirst. Kommen wir zu den Kohlenhydraten. Vor allem
Pasta. Ja, wer kennt das nicht? Pasta, die isst man gerne. Die schmeckt auch den allermeisten Menschen eigentlich ganz gut. Aber ich sage dir eins, diese Kohlenhydrate sind sinnvoll. Wir brauchen sie, gar keine Frage. Wenn wir davon zu viel essen, verändert sich bei uns tatsächlich der ganze Hormonhaushalt. Das führt dann dazu, dass am Anfang zwar erst die Stimmung steigt von der Pasta, von den Kohlenhydrate. Langfristig haben wir aber dann einen Überschuss und dann verändert sich bei uns alles im Körper. Der Insulinspiegel kann sich verändern und dadurch kriegen wir dann depressive Verstimmungen. Manche Menschen kriegen dann sogar teilweise richtige, ja, schon kann man sagen, klinische Depressionen, wenn dann andere Faktoren noch damit einhergehen. Kommen wir zu einem schwierigen Thema, der Kaffee, Deutschlands Lieblingsgetränk. Ich trinke auch gerne Kaffee, vor allen Dingen Espresso, wenn ich ehrlich sein darf. Aber hey, wenn du unter psychischen Problemen gerade leidest und die gerade in Verbundenheit mit Ängsten, Angstzuständen einhergehen, solltest du bitte den Kaffee meiden. Der Kaffee, wie allen bekannt ist, enthält sehr viel Koffein. Das Koffein pusht dich auf und führt unter Umständen bei Menschen, die gerade dazu eine Neigung haben, vor allen Dingen zu Angstzuständen und vermehrten Panikattacken. Du hast das Gefühl, dass du Stimmungsschwankungen hast und dich allgemein unausgeglichen fühlst, dann kann dir Zink dabei extrem gut helfen. Wusstest du, wenn wir kaum Zink im Körper innen drinnen haben, dass eine gute Stimmung so gut wie unmöglich ist? Ist tatsächlich so. Aber hey, nicht, dass du jetzt einfach hergehst und sagst, ich nehme jetzt einfach Zink in mir rein, nimm da irgendwie das in hohen Dosen ein und dann geht's mir wieder gut. So einfach ist das leider auch nicht. Deswegen, das gilt für die ganzen anderen Präparate, die ich dir gleich vorstelle, natürlich auch. Vorher bitte zum Arzt gehen, ein Blutbild machen lassen und sagen, ich möchte gerne wissen, wie hoch mein Zink im Blutserum ist, weil ich eventuell Zink konsumieren möchte. Du kannst aber, und das wird durch die Ernährung sowieso nicht passieren, du kannst Zink viel in der Ernährung aufnehmen, zum Beispiel in den Eiern, in Haferflocken, Linsen, Meeresfrüchte. Da ist ganz, ganz viel Zink innen drinnen. Machst du jetzt aber einen Test und es fällt dir auf, ich habe da zu wenig Zink im Körper, dann kannst du Zink substituieren. Du solltest aber bitte, wenn du kein Hochleistungssportler bist, nicht mehr als 25 Milligramm Zink pro Tag zu dir nehmen. Und das Ganze auch nicht länger als 3 Monate, denn wenn man das zu lange nimmt und das zu hoch dosiert, dann kann man nach der Zeit tatsächlich wiederum einen Kupfermangel bekommen. Die Mineralien der inneren Ruhe, sie helfen vor allem da, wenn wir sehr gestresst sind und sehr viel Angst haben. Von was spreche ich? Ich spreche von Selen und ich spreche von Magnesium. Hier gilt aber das Gleiche auch wie beim Zink. Nicht einfach wahllos einnehmen, nicht, dass dann irgendwelche Konsequenzen bei uns hervorrufen werden können. Also, du kannst Magnesium sehr viel zu dir nehmen, selbstverständlich, wenn du einfach sagst, ich esse Fleisch. Ja? Also in Fleisch ist sehr viel Magnesium. Diejenigen, die kein Fleisch essen, die finden das in anderen Nahrungsmitteln, wie zum Beispiel in der Milch, aber auch im Fisch etc. Da findet man sehr viel Magnesium. Beim Selen ist es so, dass wir Selen vor allen Dingen in Kohlsorten finden. Und Kohlsorten gelten übrigens sowieso zu eines der gesündesten Lebensmittel überhaupt auf der Welt. Diese beiden würde ich immer miteinander kombinieren und vor allen Dingen am allerbesten vor dem Schlaf nehmen. Du hast gestresste Nerven, du bist die ganze Zeit unruhig und fühlst dich auch öfters erschöpft, dann wäre perfekt für dich Vitamin B12, auch bekannt als Cobalamin. Dieses Cobalamin ist extrem gut bei der Regeneration von gestressten Nerven, allgemein für dein Nervensystem, das so lange gelitten hat unter diesen ganzen Symptomen von Stress, Angst, innere Unruhe und Grübeleien. Für die Menschen, die jetzt Veganer sind oder Vegetarier, da ist es ohnehin schon nicht so gut, weil das Vitamin B12 meistens eben in Fleisch und in Fisch zu finden ist. Das bedeutet also, wenn du jetzt Veganer oder Vegetarier bist, solltest du das ohnehin substituieren, weil sonst kannst du da echt große Probleme bekommen. Wir haben am Anfang dieses Videos erfahren, dass du bitte nicht so viel Kohlenhydrate essen sollst, aber es gibt ein Vitamin, das bekannt ist unter dem Namen Thiamin. Du wirst es vielleicht kennen unter dem Namen Vitamin B1. Und dieses Vitamin B1 ist bekannt als das gute Laune-Vitamin.
Wirklich. Also ich nehme jeden Tag davon 250 Milligramm, da ich ja nicht so viel Kohlenhydraten essen will, aber da ja so viel Vitamin B1 innen drin ist. Deswegen würde ich dir empfehlen, wenn du magst oder wenn du unter gedrückter Stimmung leidest, jeden Tag eine Vitamin B1-Tablette, 250 Milligramm zu nehmen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass du nach ein paar Tagen, vielleicht nach einer Woche, 1,5 Wochen merkst, dass deine Stimmung sich signifikant verbessert. Wir haben hier oben in unserem Gehirn einen Bodenstoff namens Serotonin. Und Serotonin ist dafür bekannt, dass wir eine ausgeglichene Stimmung haben, wenn es ausreichend vorhanden ist. Jetzt können wir aber nicht direkt Serotonin zu uns nehmen, damit wir diese ausgeglichene Stimmung bekommen. Die gute Nachricht ist, man kann es indirekt tun. Es gibt eine Fettsäure, die man einnehmen kann. Und du kannst dir schon denken, von welcher ich rede. Von dem berühmten Omega-3. Aber hey, der Gamechanger, zusammen wirkt es wirklich Bombe, wenn wir es zusammen mit Dekristol einnehmen. Dekristol ist ein Vitamin D3-Präparat, sehr hoch dosiert, 20.000 Einheiten. Ich nehme davon immer eine alle 2 Wochen und das reicht völlig aus, denn Vitamin D3 wird normalerweise durch die Sonne in der Haut gebildet, durch die UV-Strahlen. Da wir hier in Deutschland eh nicht so viel Sonne haben, können wir dieses Dekristol als Nahrungsergänzungsmittel einnehmen. Du solltest aber bitte vorher erstmal zu deinem Hausarzt gehen und dir ein Blutbild machen lassen, um zu sehen, wie hoch dein Vitamin D3-Spiegel tatsächlich im Blut ist. Wenn dich jetzt interessiert, wie man gesund, alt und glücklich werden kann und welche Nahrungsmittel man zu sich nehmen sollte, um dieses Ziel zu erreichen, dann schau dir einmal dieses Video an. Ich bedanke mich fürs Zusehen, dein Juan, Namaste.